Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Heute gibt es wieder einen Bushcraft-Praxistipp. Und zwar geht es heute mal um das Entfernen von Harz aus der Ausrüstung oder Kleidung. Wir alle arbeiten gerne mit Holz draußen und jeder kennt es, frische Sägestelle und schwupp kommt das Harz raus. Ihr schmiert euch das an die Kleidung oder ihr wollt den Rucksack an den Baum anhängen und da ist genau eine Verletzung an der Rinde und schon habt ihr das Harz am Rucksack. Ja, das ist dann sehr ärgerlich, es klebt und ich will euch heute einfach mal einen ganz einfachen Trick zeigen, wie ihr draußen vor Ort das Harz sofort entfernen könnt. Alles, was wir dafür brauchen, ist ein Tuch, kann ein Papiertuch sein. Besser ist natürlich ein kleines Stofftuch, wenn man es mit hat, weil das fusselt nicht so wie das Papier. Und Brennspiritus, den wir eh alle mit haben für den Trangia. Mit Brennspiritus lassen sich wunderbar die Harzflecke entfernen und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Ihr nehmt einfach euer Tuch und macht richtig schön Spiritus auf eine Stelle drauf. So, aufpassen, dass er nicht umkippt. Und dann reibt ihr schön die betroffene Stelle ein. Ich habe es jetzt hier an der Hose. Ich habe extra diese alte Hose mal angezogen. Die habe ich eine ganze Zeit extra nicht gewaschen für das Video, weil hier habe ich schöne viele Harzflecke drin. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich die rausreibe. Seht ihr, hier unten sind welche. Hier oben ist ein ganz dicker Harzfleck auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind auch hier so diverse Flecke drin. So, dann nehme ich mal die Flecken hier nach vorne und fange mal an und reibe das schön aus und immer mal wieder eine andere Stelle nehmen und ruhig Spiritus nachnehmen. Was bei dieser Methode extrem wichtig ist, probiert vorher irgendwo an der Kleidung erst eine Stelle vorher aus, ob der Spiritus bei euch die Farbe anlöst, sonst habt ihr nachher die ganzen Sachen versaut. Bei mir ist es nicht der Fall, deswegen habe ich jetzt hier gleich losgewischt. Das Ganze funktioniert übrigens nicht nur bei frischen Harzflecken, sondern auch schon bei älteren, weil der Alkohol im Spiritus den Harz aufweicht. So kriegt ihr übrigens auch von den Fingern. Wenn ihr da mal was dran habt, könnt ihr euch auch das Harz von den Fingern wischen, dann kleben die Hände nicht mehr. So, das ist die obere Stelle. Da habe ich jetzt schon schön, wie ihr seht, löst sich auch keine Farbe. Das habe ich jetzt schon schön ausgerieben. Jetzt machen wir mal hier unten noch die Flecke. Noch mal ein bisschen Spiritus nehmen. Ich mache das Ganze jetzt mit einem Stück Küchenrolle. Ich zeige euch aber gleich noch mal, wie es mit einem Stück Stoff geht. So, seht ihr, da ist die Stelle. Dann tupft er das leicht an und reibt das schön mit dem Spiritus aus. Ruhig nochmal Spiritus nachnehmen, dass es schön eingeweicht wird. Und die Stelle im Tuch wechseln, falls es schon mit Harz gelösten durchtränkt ist. So. Gut, dann werden wir mal warten, bis das trocknet und dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. Während der Spiritus jetzt von der Hose abtrocknet, werde ich mal die Zeit nutzen und euch zeigen, wie man hier so ein Messer auch mit der Methode sauber bekommt. Ich habe vorhin hier mit dem Messer Baumharz gesammelt und habe das von der Rinde abgekratzt. Jetzt ist hier an der Spitze das ganze Harz noch dran, das klebt. Und ich möchte das Messer natürlich so auch nicht in die Messerscheide stecken, weil sich dann der ganze Dreck und Sand da festsetzt und das Messer zerkratzt. Okay, dann zeige ich euch mal, wie ihr mit der Methode auch das Messer sauber bekommt. Als erstes nehmen wir wieder schön Spiritus auf das Tuch. So, ruhig reichlich. Okay, und dann reiben wir das Messer damit ab. Seht ihr, hier ist das ganze Harz auf der Messerspitze vom Kratzen. Da.
Und jetzt wische ich das einfach mit dem Tuch ab. Schön vorsichtig. Auch hier an der Schneide. So, und wie ihr seht, ist das Messer ruckzuck blitzeblank sauber. So, und nun kann ich das Messer wieder schön in die Scheide stecken, ohne dass was anklebt oder verklebt. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal die Hose an. Die ist jetzt getrocknet. Dann seht ihr mal, ob das was gebracht hat. So sieht die Hose jetzt aus. Ist also alles weg, ist klar. Den Schmutz nimmt es natürlich nicht raus. Da müsst ihr schon noch waschen. Aber der Harz ist raus. Im Vergleich jetzt noch mal die andere Seite. Da ist jetzt hier noch dieser Riesenfleck drin. Den werde ich jetzt auch noch mal rausreiben. Und dann schauen wir mal, ob der auch so gut rausgeht. Immer wieder eine frische Stelle nehmen, weil natürlich das Harz ins Tuch geht. Dann ruhig noch mal Spiritus nachnehmen. Das war jetzt wirklich sehr dicker Fleck. Da wird es wahrscheinlich mehr brauchen. So, dann nehme ich noch mal eine saubere Stelle. Und wie gesagt, ganz wichtig ist, probiert es vorher irgendwo an der Kleidung aus, wo man es nicht sieht, wenn er mit dem Spiritus da drauf geht. Nicht, dass er euch die Farbe rausholt. Bei mir passiert halt nichts, sieht man ja auch. Ja gut, dann mache ich hier die unten auch noch. Die kleben auch ordentlich. Dann habe ich die ganze Hose gereinigt. Und der Rest, wenn dann wirklich noch Reste dranhängen, schafft dann aber auch ganz locker noch die Waschmaschine zu Hause. Also ich habe bis jetzt damit sämtliche Harzflecken rausbekommen. Ihr seht das hier auch, wie sich es ablöst. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Die werden dann erst so hell hier und dann gehen sie weg. Ich werde jetzt mal noch mal zum Vergleich den Stofflappen nehmen. So, jetzt machen wir es mal mit Stoff. Der reibt natürlich besser. Hier sieht man noch richtig die Punkte vom Harz. Da muss man dann noch mal nachreiben. Seht ihr das hier? Da so. So. Und wenn er es beim ersten Mal nicht rauskriegt, halt, dann macht das halt nochmal. So, ich denke, das kann man so lassen. Dann lasse ich das jetzt auch mal abtrocknen und dann sehen wir ja nachher das Resultat. Gut, während das Knie von der Hose jetzt wieder trocknen muss, zeige ich euch in der Zwischenzeit mal, wie ihr auch das Harz aus eurer Ausrüstung rausbekommt. Insbesondere hier aus Rucksäcken oder dieser Trinkflaschentasche von Helicontex hier. Da habe ich mir das reingeschmiert, wahrscheinlich von so einem Ast hier am Baum, wo ich den Rucksack aufgehangen habe. Ich habe es nicht mal gemerkt. Plötzlich waren diese Harzschmierer da drauf. Ja, und das zeige ich euch mal jetzt, wie ich das rauswische. Ja, hier seht ihr die beiden Harzflecken. Da hat sich's rangeschmiert. Gut, dann nehmen wir wieder unseren Spiritus hier. Wie auch hier seht ihr, die Farbe löst sich nicht. Wird nur recht dunkel.
Aber das wäre mir jetzt auch egal. Selbst wenn sich das ein bisschen verfärbt. Aber das stört mich derartig, ja. So, nochmal eine frische Stelle. Ja, dann lasse ich das erstmal so. Mal schauen, was passiert. Ob das schon raus ist. Wenn nicht, mache ich es nochmal. Gut, dann lassen wir die Feldflaschentasche mal abtrocknen. In der Zwischenzeit ist mein Knie vom Spiritus getrocknet. Jetzt zeige ich euch mal das Endresultat. So, also das ist das rechte Knie, das hatten wir vorhin schon gemacht. Da sind keine Harzflecken mehr, das ist alles schön sauber. Und jetzt kommt die andere Seite mit dem Riesenfleck. Wie ihr seht, der ist auch raus. Da ist nichts mehr zu sehen. Das Harz ist raus. Jetzt noch waschen, dann ist die Hose wieder richtig schön sauber. Gut, dann gehen wir jetzt mal zur Feldflaschentasche schauen. Mal sehen, ob das Harz da auch so schön rausgegangen ist. So, dann bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Jetzt einmal gewischt. Hier waren die Flecke. Oh ja, es ist alles raus. Die Tasche sieht aus wie neu. Super. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie ihr ganz einfach das Harz aus eurer Kleidung und Ausrüstung bekommt, ohne zusätzliche Reinigungsmittel. Spiritus hat fast jeder und auch fast immer draußen mit. Ist natürlich eine schöne Sache, wenn ihr es auch an den Fingern habt oder irgendwo, dass es nicht noch weiter verschmiert und sofort entfernt. Das ist einfach angenehmer. Ja, das war eigentlich auch schon der Bushcraft-Praxistipp für diesmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war wieder für den einen oder anderen lehrreich. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Detlef. Ciao.